Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir falsche Oliven aus Kornelkirschen her. Und diese Oliven kann man dann wie herkömmliche Oliven einlegen und genauso verwenden. Sie schmecken genauso wie Oliven und sie sind seit dem Mittelalter auch für ihre Heilwirkungen bekannt. Die Kornelkirsche ist auch bekannt als Kornelle, Herlitze, Dirlitze, Hirnuss oder Dirndl. Aber sie geriet wie viele andere wilde Obstsorten im Laufe des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit. Wild wächst sie vor allem im Süden und im Westen Deutschlands, aber sie ist auch deutschlandweit anzutreffen. Das Gute ist, dass die Früchte zu unterschiedlichen Zeiten heranreifen, also auch am selben Baum, und man sie bis in den späten Oktober hinein ernten kann. Hier sehen wir jetzt die roten und die gelben, grünen Früchte. Für unser Rezept benötigen wir hier jetzt nur die grünen, gelben Früchte, das sind nämlich noch die unreifen Früchte, die aber dann durch die Bearbeitungen zu genießbaren, richtig leckeren Oliven werden. Links hier sehen wir jetzt die reifen Früchte, die man roh essen kann und die sogar süß schmecken. Und hier rechts sehen wir die roten Früchte, mit denen man zum Beispiel Marmelade herstellen könnte. Für die falschen Oliven geben wir jetzt die grünen, gelben Früchte hier in ein Glas und werden sie dort in einer Salzlake einlegen. Und zwar benötigen wir dazu eine gesättigte Natursalzsole, die ich entweder jetzt selber herstellen kann, indem man auf 1 Liter reines, möglichst destilliertes Wasser 300 Gramm Natursalz gibt, in meinem Fall hier Himalaya-Salz. Da das aber eine Weile dauert, bis das Salz aufgelöst ist, habe ich hier jetzt einfach meine eigene Natursalzsole verwendet. Ich verlinke euch gerne mal mein altes Video dazu, zu den Heilwirkungen und auch zur Herstellung der Natursalzsole. Die gesättigte Natursalzsole ist immer eine 26-prozentige Salzsole. Füllen diese bis oben hin in das Glas, bis die Oliven davon bedeckt sind. Allerdings schwimmen die Oliven am Anfang immer noch oben und erst nach etwa einer Woche, wenn sie die Salzlake richtig in sich aufgenommen haben, werden sie auf den Boden sinken. Hier sehen wir jetzt gut, dass die Oliven noch oben schwimmen und nach etwa einer Woche werden sie dann auf dem Boden sein. Und wenn das der Fall ist, dann sind die Oliven fertig in der Salzlake eingelegt. Heißt, man könnte sie dann weiter verarbeiten, indem man sie in Olivenöl einlegt. Aber je nachdem, wie salzig man gerne die Oliven haben möchte, kann man sie auch länger in der Salzlake belassen. Für mich ist eine Woche vollkommen ausreichend, denn dann haben sie genau den richtigen Salzgehalt. Und man kann sie dann von herkömmlichen Oliven nicht mehr unterscheiden. Würde man sie länger in der Salzlake belassen, wären sie mir viel zu salzig. Deshalb gießen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt die grünen Kornelkirschen in ein Sieb und fangen diese auf und die Salzlake wird einfach entsorgt. Vorher allerdings probiere ich eine von diesen falschen Oliven und wenn sie den richtigen Salzgeschmack haben, dann werden sie eben abgegossen. Und das ist hier jetzt der Fall. Die Früchte sind jetzt auch etwas weicher schon geworden und wären auch schon so genießbar. Aber wenn man sie jetzt in Olivenöl mit Gewürzen und Knoblauch dazu einlegt, dann schmecken sie halt noch besser und noch ähnlicher wie echte Oliven. Zum Einlegen der Oliven verwende ich hier jetzt meinen Rosmarin von meinem Balkongarten, als auch frischen Basilikum. Aber man könnte an Kräutern natürlich verwenden, was man da hat und was man gerne möchte. Zum Beispiel auch Oregano würde sich gut eignen. Und natürlich einige frische Knoblauchzehen. Die sollten auf jeden Fall mit dabei sein. Auch ein Lorbeerblatt habe ich in jedes Glas gegeben. Zum Einlegen der Oliven könnte man auch sehr gut den Trester meines natürlichen Antibiotikums verwenden. Mein Video dazu, wie ich diesen Trester zum Einlegen von echten Oliven verwendet hatte, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Sobald alle Gewürze im Glas sind, kommen jetzt noch die Früchte hinzu und werden danach mit hochwertigem, nativem, extra Bio-Olivenöl übergossen. Und da auch Kornelkirschen viele Heilwirkungen haben, stehen sie den echten Oliven eigentlich in nichts nach. Mit dem Unterschied nur, dass man sie eben kostenlos in der Natur findet. Das Fruchtfleisch der Kornelkirsche enthält viele wertvolle Vitamine, allen voran Vitamin C. 100 Gramm der Steinfrüchte liefern mit bis zu 125 Milligramm doppelt so viel Vitamin C wie Zitronen. Somit sind sie vor allem im Herbst ideal, um das Immunsystem zu unterstützen. Auch als Heilpflanze hat die Kornelkirsche eine lange Tradition. Im Mittelalter wurden die Früchte vor allem bei Durchfall eingesetzt. Zudem galten die Früchte und der Tee der Blätter als stärkendes und kühlendes Mittel bei Fieber. Und die Früchte sollen den Verdauungstrakt reinigen und festigen. Die Früchte helfen also, der Hildegard von Bingen zufolge, gegen Magenbeschwerden. Ihr zufolge reinigen und stärken sie den kranken, aber auch den gesunden Magen. Sie nützen dem Menschen also generell für seine Gesundheit. Die Früchte enthalten Schleim- und Gerbstoffe. Der herbe Geschmack der unreifen Früchte geht jedoch durch das Einlegen vollkommen verloren. Und die falschen Oliven sind von herkömmlichen Oliven im Geschmack nicht mehr zu unterscheiden.
Liebste Grüße. Salam alaikum, eure Mariam.